Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner, bin hier auf der Free in München und stehe hier vor einem Prototyp Atlantis Deluxe 695 EB von Lamarca Mobility und den wird mir jetzt Karl Schlössel vorstellen. 695 heißt 6,95 Meter? Absolut richtig, 6,95 Meter ist das neue Maß. Man versucht unter 7 Meter gerade zu kommen und hier haben wir natürlich die sensationelle Technik eines Monocoques. Premiere, der neue Atlantis. Das ist Monocoque, heißt alles aus einem Guss, ein Gehäuse, das hier komplett dann aus Glasfasermaterial zusammen gemacht wird. Denken Sie an die Formel 1, das ist eben das Typische, oder Yachtbau, sehr stabil, sehr wärmegedämmt. Und hier haben wir natürlich viele, viele Neuheiten drin, die teilweise auch zum Patent angemeldet wurden. Super, dann können wir uns den ja mal innen anschauen. Gerne. Fangen wir vielleicht außen an mal mit den Scharnierchen. Extrem verbindungssteife Scharnierchen, die wo absolut in sich gehen. Wir können das ja mal kurz demonstrieren. Neuer Mechanismus, der patentiert ist. Und natürlich eine absolute Festigkeit der Türen, die ja auch schwerer sind beim Monocoque. Man sieht es ja an der Stärke der Türen, beinhaltet. Ganze Monocoque ist von der Gesamtkonstruktion gewichtsmäßig bei dem Fahrzeug auf Alco-Chassis aufgebaut und wir haben ein zulässiges Gesamtgewicht bei 3,5 Tonnen bzw. 4,4 Tonnen. Das Besondere von außen, auch die Markise ist integriert. Also wir kennen alle das Problem, dass hinter der Markise Wasser runterläuft. Sie brauchen hier keine Ketternleisten mehr, Sie brauchen eigentlich nichts mehr. Sie ist witterungsfest untergebracht. Sieht natürlich auch schicker aus, auch wenn mal ein Sturm kommt oder irgendein Haus oder ein Gartenvorsprung, das Ding bleibt drin. Gehen wir davon aus, elektrisch wahrscheinlich, oder? Können Sie elektrisch oder mechanisch haben, wie es Ihnen besser gefällt. Das ganze Fahrzeug hat eine Zentralverriegelung. Alles geht hier mit Knopfdruck beim Fahrzeug. Auch die Heckgarage, das gleiche System. Im Prinzip ganz einfach. Alles mit Carbon, alles in wunderbarer Optik gemacht, auf dem Alco-Tiefbett-Chassis. Gehen wir mal zur Heckgarage, mal einen Blick in die Heckgarage. Ein Knopfdruck und sie geht auf. Schön geräumig. Was hat der Platz? Richtig. Sie bringen also hier ohne Probleme eine Vespa rein. 300 Kilo Zuladung auf der Bodenfläche. Die Tanks sind beheizt. Fahrzeug wird winterfest sein, minus 20 bis minus 30 Grad. So, dann gehen wir vielleicht mal den nächsten Schritt nach innen. Oh, hier noch eine Kleinigkeit. Was da unten liegt, ist ein Teil, ein Demo der Fußbodenerwärmung. Die Fußbodenerwärmung ist elektrisch und geht durchs gesamte Fahrzeug. Das heißt, Sie haben zwei Heizungssysteme im Fahrzeug. Einmal die bekannte Truma 6000. Entweder aus Gas-, Elektro- oder Dieselheizung und zusätzlich eine komplette Fußbodenerwärmung auf Elektrobasis, dass Sie eigentlich wunderschön barfuß durchs Fahrzeug laufen können. Das ist natürlich sehr angenehm, gerade wenn Sie irgendwo in Norwegen, Schweden, Finnland unterwegs sind. Das ist Atlantis. Atlantis soll ja was Besonderes sein. Gucken wir mal rein. Wir drücken auf unser Knöpfchen, die Tür geht auf. Würde ich sagen, Sie gehen mal voraus. Schöne helle Farben innen. Super schön, hell und sehr geräumig. Wir haben das Ganze natürlich ein bisschen freundlicher gemacht. Andere Holztöne, nicht Gelsenkirchener Barock, was man normalerweise bei den meisten Wohnmobile erwartet. Wir haben hinten zwei wunderbare Einzelbetten, sehr groß mit Vorhang oder mit Schiebetür. Man kann auch das Mittelteil dann in der Serie verlängern. Das ist jetzt der Prototyp. Die Betten sind alle von der Länge her 1,95 und auf einer Seite 1,85. Schöne Schubladenfächer unterm Fahrzeug. Auf einer Seite Schubläden, in den Treppen natürlich. Und überall Stauraum, Stauraum, Stauraum. Und dann gehe ich mal davon aus, auch LED-Beleuchtung, wie sich das hier so gehört. Na freilich, alles mit LED. Küchenbereich
Auch was Interessantes, Sie können sich auch direkt duschen, die Kamera zum Beispiel jetzt. Sie können ihn flexibel überall hinlenken, Ihren Strahl. Die Fenster sind eingegossen, weil es natürlich Monocoque ist. Auch hier wieder große Schubladenfächer, kann man einteilen, wie Sie wollen. Kompressorkühlschrank, 90 Liter. Von hier aus steuern Sie dann auch die Fußbodenheizung, die Tankserwärmung. Was haben wir hier für einen Herd? Wahrscheinlich das übliche Gas. Je Ja, nachdem, das ist immer das übliche Gas. Wir werden demnächst auch eine E-Version anbieten mit Induktionskochfeld. Damit sind wir dann komplett gasfrei. Also je nachdem, wie es der Kunde haben will. Genau. Die Platte wird in Zukunft aus Korean sein, also aus Steinplatte. Das wird ersetzt. Das Material war für den Prototypen noch nicht erhältlich. Es wird verschiedene Polster geben, wahlweise natürlich mit Hubbett. Das heißt, hier ein ganz normales Bett dann noch für eine dritte Person. Für dritte Person, für Kinder oder auch aus Stauraum oder natürlich auch auf Wunsch ohne Hubbett. Da haben wir dann eine Liegefläche ungefähr 1,90 breit. 1,90 auf 1,40 Meter an der breitesten Stelle und alles wieder gepolstert mit schön mit Lederapplikationen. Also dass das natürlich auch freundlich aussieht. Und dieser Bezug von den Sitzen und hier von der ganzen ist auch alles Leder. Das ist alles Leder, gibt es verschiedene Stoffvarianten. Immer je nachdem, was man gerne hätte, damit es natürlich auch passend zum eigenen Geschmack personalisiert wird. Dann können wir noch den Fahrerbereich, den Sitzbereich mal anschauen. Ja. Haben wir natürlich hier fast eine komplette L-Sitzgruppe. Ja, auch flexibel verstellbar, je nachdem, wie man es haben will. Das heißt, hier haben locker 4, 5 Leute Platz. 5. Ja, man kann Party feiern, also kein So Problem. stimmt, vorne auch noch 2. Genau. Also Platz genug. Fernseh wird es eine Novum-Geschichte geben, der wird hier integriert in der Wand. Das haben wir beim Prototypen nicht mehr geschafft. Der fährt dann elektrisch raus, dreht sich und Sie können ihn entweder von oberem Bett oder von unteren angucken. Das heißt, man Ja, kann, lauter so Kleinigkeiten. ja, man muss an alles denken. Klar, klar. wir gucken alle Fernsehen. Ja, Ganz wichtig, in Deutschland, wir werden immer größer oder breiter. Ich gehöre zur zweiten Fraktion. Wir haben also hier extrem große Dusche und Möglichkeiten. Wir haben von unserem Schwestermodell Lamarca auch das Waschbecken übernommen. Das ist klappbar. Ja, dann ist meine Frage gleich geklärt, wie man da auf die Toilette Ja, gehen das kann. ist ganz toll. Es nimmt Kann man natürlich, das mal anschauen? machen wir doch mal, klappt man einfach hoch. Schwupps ist es aufgeräumt und man hat schon wesentlich mehr Platz. Was habe ich da für eine Standhöhe eigentlich bei dem Fahrzeug? Also Sie haben bis zu 2,5 Meter Standhöhe. Hier vorne natürlich etwas weniger. Genau. Aber Vorne, wenn ich natürlich Suppe draus mache, dann habe ich 2,10 Meter. das heißt, in der Dusche kann dann locker ein 2-Meter-Mann oder eine 2-Meter-Frau drin Ja, duschen. vor allem so mit Helium, wie ich aufgefüllt bin, dann auch mehr Platz. Und ich habe da eine richtige Duschtrenntüre, nicht irgendeinen Vorhang. Nein, wir haben diesen Vorhang, das wollen wir alles nicht mehr haben. Es ist auch alles auf Schienen, es läuft auf Schienen. Somit ist es natürlich dieses Aushängen und geht nicht mehr, was man so von vielen anderen Fabrikaten kennt, ist natürlich weg. Das Ganze dann Toilette irgendwie angeschlossen mit einem zentralen Tank oder wie läuft Ist das? am zentralen Tank. Tanks haben 110 Liter, sind beheizt. Somit eigentlich auch für jedes Wetter und für jede Bedürfniskeit gewappnet. Und dann haben wir hier noch diverse Stauräume oder Wartungsräume oder was Genau, wir haben da unten? einen technischen doppelten Boden drin im Monocoque. Da läuft die Technik drunter und da kann man eigentlich relativ gut davon ausgehen, dass es sehr, 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 sehr gut isoliert ist. Und diese Türen und Klappen, das ist alles irgendwie Holzlook oder ist das richtig Holz? Wir haben kein Holzlook, es ist echtes Holz. Dort kann man die Fächer reinbauen, wie Sie wollen, ob Zwischenfächer, So-Fächer. Das wird immer beim ausliefernden Händler letztendlich dann montiert. Jeder hat da seine anderen Bedürfnisse. Gut. Und das Ganze auf Basis von einem Fiat Ducato Wir mit sind auf 2,2, 2,3 Liter. 2,2 Liter, normal 140 oder 180 PS, Automatik.
und auf Alco-Chassis. Das ist natürlich vom Fahren her schon ein Genuss. Und dann von der Schadstoffklasse her 6. 6 final. Genau. Gut. Und wann wird der ausgeliefert? Ab wann Also ist wir der liefern die verfügbar? ersten Fahrzeuge, die jetzt hier auf der Messe verkauft wurden, voraussichtlich Ende Juli schon aus. Zu sehen im Moment exklusiv bei Lamarca. Es wird demnächst so 10 Händler in Deutschland, Österreich, Schweiz geben mit Atlantis. Also wir sind da gerade richtig voll dabei. Das ist natürlich noch die Frage, was muss man denn für sowas ausgeben? Startpreis liegt beim günstigsten Atlantis schon in einer sehr, sehr guten Ausstattung bei 125 und hören circa bei 140 auf. Je nach Motor, Chassis, Automatik und Ausstattung. Also so wie er jetzt hier dasteht, ist dann eher die komfortablere Variante. Hier sind wir bei Runde 125, 126. Dann noch die Frage vorne mit den Fenstern. Das ist ein schönes Klappfenster. Wie läuft Ja. denn das hier? Haben wir ein wunderbares Klappfenster drin, was natürlich wichtig war für uns, eine gute Qualität. Da sind wir noch am Überlegen, ob wir es komplett noch eingießen oder klappbar lassen. Das wird also noch nicht ganz die finale Situation sein. Ja, Sie haben ja schon betont, es ist ein Prototyp. Das ist ein Prototyp. Aber für einen Prototyp recht schön geworden eigentlich. Ja, wir sind da sehr zufrieden. Das heißt, hier haben wir dann auch 2 regulär zugelassene Sitzplätze mit Sicherheitsgurten. Das heißt, 4 Exakt. Leute können hier schön in Urlaub fahren. Es wird auch eine 5-Sitzer-Version geben, wo der letzte Sitz ja auch noch ein Gurtplatz wird. Ah ja. Bei 5 haben wir wahrscheinlich das Problem, ein 5. Bett, das muss dann in ein Zelt wahrscheinlich. Kein Problem, wir haben dann oben das Doppelbett und unten wird die Dinette zum Bett umgebaut. Da haben wir 5 Schlafplätze. Gut, dann bedanke ich mich beim Karl Schlössl für die Wir Vorstellung und wünsche noch einen guten Messeverlauf. Dankeschön. Ciao. Tschüss.